Willkommen bei Laura und Mariano. Für einen Tag nehmen wir euch mit auf unsere Reise Richtung iranische Grenze. In diesem Teil von Pakistan wird man allerdings als ausländische Touris von der Polizei eskortiert. Was wir euch alles zeigen werden, wie das läuft, was für uns manchmal unverständlich ist und wie es überhaupt in Belutschistan aussieht. So, wie sagt man? Assalamu alaikum. Nee, wie sagt Taylor Swift? It's 7 a.m. It's 7 a.m. Ja, also heute fahren wir hoffentlich los. Wir haben gestern noch unser NOC bekommen, dieses Dokument, was einem sagt, erlaubt, wo man hinfährt. Was am Ende wahrscheinlich niemand sehen will. Und wir hatten noch Glück, weil gestern war Feiertag an einem Freitag. Aber dann sind die Leute da hingekommen, weil sonst wäre dann Wochenende gewesen. Dann hätten wir erst das Montag bekommen. Das heißt, wir hätten noch irgendwie 3 Tage hier bleiben müssen. Das wäre natürlich richtig blöd. Aber wir hatten gestern Glück, dann waren dann auch noch 2 andere Reisende, ein Fahrradfahrer und ein Backpacker. Die kamen natürlich aus der anderen Richtung. Die waren auch ganz schön genervt von der Eskorte. Ja. Die meinen so, okay, seitdem wir in Pakistan sind, sind wir quasi verhaftet und so. Das ist alles nur schlimm. Ja. Und die haben dann halt ja auch nicht die Wahl, ne? Wenn die Polizei sagt, es geht jetzt weiter in der Eskorte oder es ist gerade niemand da, können die halt nicht so wie wir einfach stoppen oder mal Mittagessen kochen. Das heißt, die waren dann auch völlig ausgehungert zwischendurch. Ja. Naja. Ja, und wir hatten gestern auch noch ein paar Probleme mit dem Auto. Also der Wasserkühler, der war ja repariert, aber dann beim Reparieren ist dann irgendwie der Ölkühler, hat da so ein bisschen so ein Leck bekommen. Das haben wir gestern noch bis, keine Ahnung, um 9 Uhr abends versucht zu reparieren. Im Dunkeln, weil dann war es auch ruhiger hier. Aber jetzt geht's wohl. Und das heißt, wir werden jetzt Bescheid sagen, dass wir heute los wollen. Und dann hoffen wir, dass wir um 8 hier loskommen, weil bis Dalbandin sind es doch irgendwie ein bisschen über 300 Kilometer, also schon den ganzen Tag. Ja, und vielleicht frühstücken wir hier nochmal schnell. Ja. Das Frühstück ist richtig lustig, das zeigen wir euch mal, wenn es das jetzt gibt. Good morning. Good morning. Ja. Yeah. Das ist der Koch hier. Very good cook. Ja, wir sind jetzt hier in der Kantine fürs Frühstück und wie das jetzt hier schon mal so war. Wir warten gerade auf unser Essen, aber dann kam jetzt gerade jemand, hat gefragt, wie es uns so geht und dann meinte er so, das Frühstück geht auf mich. Ja, und dann, aber er kam, also ich habe ihm, glaube ich, im Hauptgebäude eben Guten Morgen gesagt und dann ist er uns so quasi hinterhergekommen und er hat ja hier gar nichts konsumiert, sondern er kam einfach so rein und meinte so, was habt ihr denn? Und wir so, ja, wir wollen jetzt hier frühstücken und er so, ah ja, geht auf mich, hat dem Koch und allen Bescheid gesagt, hat bezahlt, wollte so gehen, wir so, kannst dich nochmal hinsetzen, dann können wir wenigstens nochmal kurz Konversation machen. Dazu muss man sagen, wir waren jetzt auch schon ein paar Mal hier, das haben wir nicht aufgenommen, da haben wir auch bezahlt, aber es ist halt lustig, dass es jetzt schon wieder beim Frühstück so am letzten Morgen wieder so ist. Mega nett einfach. Also ja, haben wir ja schon das letzte Mal gesagt, Pakistan ist eine Achterbahn der Gefühle mit vielen Ups und Downs. Ja, jetzt haben wir hier unser Frühstück bekommen. Heute ist es ein bisschen anders. Also erstmal ist es alles super scharf. Also es gibt hier Omelette mit 1 Tonne Pfeffer. Und ganz viel Chilis drin. Oh ja, da sind auch Chilis drin. Und dann haben wir hier so Chickpeas, Kichererbsen. Mit einer richtig würzigen, leckeren Soße. Das gibt es auch manchmal zum Mittag. Auch sehr scharf. Und wir haben jetzt hier das Chapati. yes. Genau. Und gestern gab es halt aber auch das Paratha, was quasi so ähnlich ist, aber nochmal frittiert. Ja. Also sehr fettig und sehr scharf. Ja, aber In sehr oil lecker. is paratha. Ja. Yes. Aber geil. Krasses Frühstück. Uiuiui. Spicy. Puh, das war ein sehr scharfes, aber gutes Frühstück. Und jetzt geht es wohl auch schon los. Also zurück zum Auto und dann fahren wir los Richtung Grenze. Ja, ich glaube, wir waren jetzt hier 4 Nächte. Also echt an der Zeit, dass wir hier wegkommen, weil so toll ist es jetzt hier auch nicht. Die Kantine ist super, aber sonst ja sehr staubig, laut und jetzt auch nicht so entspannend. Und vor allem jetzt wollen wir auch nicht so lange hier in dieser Stadt bleiben. So, mit 3 Motorrädern, die jeweils bewaffnete Typen dabei haben, geht's jetzt los. Hoffentlich schaffen wir es ohne große Dramen bis zur Grenze jetzt. Es dauert allerdings erstmal ein bisschen, bis wir hier aus Quetta rauskommen, weil die Gebiete sind immer so sehr klein von der jeweiligen Polizei. Also manchmal fährt man nur 1 Kilometer, dann wird gewechselt und dann nochmal irgendwie 5 Minuten, dann wird wieder gewechselt. Also auf der ganzen Strecke, dann fährt man auch mal 1 Stunde nur mit einem Eskortenauto, aber hier in Quetta sind bestimmt fast 10 Wechsel. Also wird es ein bisschen dauern, aber danach, wenn wir raus sind, dann ist alles super. Und gestern war ja hier irgendwie ein Feiertag und jetzt haben wir gehört, dass da
wohl auch eine Bombe detoniert ist, die irgendwie 30 bis 40 Menschen umgebracht hat, 120 verletzt und so. Also deswegen ist Quetta halt so eine Stadt mit sehr hoher Sicherheit, mit sehr hohen Sicherheitsbestimmungen, die aber am Ende dann anscheinend auch nicht so viel nützen, wenn die Bombe halt trotzdem hochgeht. Aber ja, deswegen sind wir jetzt auch wirklich froh, dass wir jetzt Security dabei haben. Ist schon irgendwie eine intensive Stimmung in dieser Stadt auf jeden Fall. Und der nächste Wechsel, und manchmal ist es so, dass es ein fließender Übergang ist, aber sehr selten. Weil meistens ist es so, dass alle erstmal stoppen und alle Polizisten sich gegenseitig die Hände schütteln und Hallo sagen. Und für uns wirkt das dann so, als hätten die sich jahrelang nicht gesehen. So. Und ja, deswegen dauert das alles immer sehr lange. Und man braucht echt viel Geduld und Nerven aus Stahl, damit man ja, sich nicht aufregt. Weil man denkt sich, das könnte einfach viel schneller gehen. Ja, geht ja gleich weiter. Ja, aber es ist schon ein bisschen unnötig einfach. Auf jeden Fall scheinen wir diese Strecke jetzt nicht so krass in der Rush Hour zu fahren wie das letzte Mal, weil da sind wir abends so bei Sonnenuntergang in die Stadt reingefahren und es war unglaublich. Ich glaube, das war sogar hier in dieser Kreuzung, alles war voll. Ja. Da gab es eigentlich kein Durchkommen. Die Polizei mit ihrem Auto hat dann irgendwie Leute beiseite geschickt, damit wir da irgendwie schneller durchkommen. Es war echt richtig krass. Ich meine, es ist immer noch viel los jetzt, aber es geht, ne? Ja, ja, das war echt verrückt. Good morning, how are you? Good morning. Okay, wir haben es jetzt so aus der Stadt rausgeschafft. Das ist jetzt eine ländliche Region. Jetzt warten wir wieder aufs nächste Auto. Jetzt sind es auch nicht mehr Motorräder, sondern Autos. Und jetzt werden die Wechsel dann irgendwann ein bisschen länger. Also fahren wir mal ein bisschen länger, bis wir wechseln. Jetzt ist nämlich wieder so ein Moment, wo die uns jetzt zu ihrem Gebietsende gefahren haben, einfach sagen, fahrt einfach weiter. Und wir so, ja, wo ist denn die Eskorte? Sie so, ja, hier ist keine Eskorte, hier ist Levi's Area, ihr könnt einfach fahren. Und wir so, aber in Quetta haben alle gesagt, wir sollen nicht ohne Eskorte fahren. Und deswegen sind wir halt teilweise ohne Eskorte gefahren und konnten angeschossen werden, also unser Auto. Und das ist halt hier irgendwie die Krux. So, man weiß dann nicht, ist es jetzt wirklich sicher oder nicht? Haben die einfach nur keinen Bock, sich jetzt um eine Eskorte zu kümmern? Ja, es ist echt, ja, schwierig und auch einfach nervig dadurch. Kommt darauf jetzt einfach nicht klar. Jetzt sagen sie halt weiter, wir sollen fahren. Und wir so, hä, was ist mit der Eskorte? So. Er hat doch eben gesagt, dass die Levis in 2 Minuten kommen. So, nach ein bisschen Warten sind jetzt Levis gekommen. Das ist nochmal eine andere Einheit, die ja halt vor allem diese Eskorte macht. Und ja, die eskortieren uns jetzt weiter. Hier sind wir jetzt nämlich so richtig raus aus Quetta und ich dachte, und hier ist jetzt nochmal so ein Militär-Checkpoint und ich dachte eben, das gleiche gibt es auch beim Reinfahren und dem war leider nicht so und da konnte es dann halt zu unserem Angriff kommen. Aber ja, hier ist halt voll abgeriegelt, hier kannst du nicht einfach dran vorbeifahren. Jetzt sind wir wieder in einer krassen Wüstenlandschaft. So, jetzt sind wir ein Stück gefahren, aber jetzt warten wir hier wieder an so einer Station, an so einem Checkpoint. Und was aber lustig ist, jetzt sind wir hier wieder in dieser Gegend, wo aus dem Iran wird ja ganz viel Diesel, da kommt jetzt wieder ein Auto, zeig mal Laura. Also aus dem Iran, aus dem Südosten wird halt ganz viel Diesel nach Pakistan geschmuggelt oder so. Und das sind immer diese blauen Pickups mit irgendwie diesen großen blauen Kanistern.
Aber das heißt, dann können wir hier auch schon iranischen Diesel tanken. Der ist nämlich billiger als der pakistanische, logischerweise. Ja, weil ein bisschen tanken müssen wir auch noch. Ja, und das Gute an unserem Van-Setup, dass wir hier in der Mitte noch einen Gang frei haben, ist, dass man zwischendurch da hinten laufen kann. Also Laura schneidet uns jetzt einen Apfel und ja, wir müssen dafür nicht extra anhalten. Oder wenn man mal aufs Klo muss, das geht auch. Außer dass sich das eben anfühlt wie auf so einem Boot mit dieser Straße. Ja, ja. Jetzt fahren wir ja auch wieder durch so eine richtig tolle Steinformation, Wüstenlandschaft. Ach, und wisst ihr, es ist schon so ein bisschen wie im Iran und wir freuen uns einfach wirklich auf dieses Land. Auch der Portugiese, den wir gestern getroffen haben, meinte, der Iran war echt irgendwie ein Himmel, weil die Leute einfach toll sind und die Bürokratie nicht so krass ist und es auch ein bisschen weniger Leute sind und die Natur toll ist. Aber ja, hier kriegen wir schon mal einen schönen Vorgeschmack und Balutschistan an sich ist, glaube ich, auch voll schön. Ist halt schade, dass man sich das nicht noch mehr angucken kann. Jetzt was richtig Lustiges, das hatten wir auch noch nicht in der Eskorte, dass uns ein Eskortenauto mit jemand entgegengekommen ist, irgendwie ein Motorradfahrer. Und jetzt tauschen wir irgendwie, also wir kriegen sein Polizeiauto und er kriegt unseres irgendwie. Aber voll lustig, weil ja, wir sind bisher ja auch, wir sind auch immer alleine gefahren. Andere, die wir kennen, die sind meist irgendwie zu zweit, zu dritt oder so gefahren. Und jetzt haben wir auch mal jemanden gesehen, das war lustig, haben wir gewunken. Ich weiß gar nicht, wo der herkam. Also eben die Eskorte war ganz komisch. Erstmal sind die einmal angehalten, um irgendwie mit einem Freund zu quatschen. Dann mussten wir warten. Und dann sind sie weitergefahren, aber die waren die ganze Zeit so schnell und haben so überholt, dass wir gar nicht hinterhergekommen sind. Also beschützen konnten sie uns jetzt nicht. Jetzt wurde gewechselt und jetzt ist einfach nur ein Typ auf dem Motorrad, noch nicht mal mit einer Waffe. Und das ist halt auch, sind auch wieder so Gründe, warum man das dann nicht so ernst nimmt, weil wie soll der uns beschützen? Dann ist es hier nicht gefährlich oder was passiert jetzt hier? Hier könnte uns jetzt auch jemand beschießen. Ja. Und deswegen fahren halt viele auch dann, wenn sowas ist, dass man lange warten muss oder es einfach nur irgendwie auf dem Moped, der 40 fährt, dann fahren die Leute halt einfach weiter, weil ja, was soll der denn machen, ne? Wie soll der uns jetzt beschützen? Telefoniert auch noch beim Fahren. Ah, jetzt fahren wir auch wieder ein Stück alleine, weil der Motorradfahrer da irgendwo an der Police Station gehalten hat und gesagt hat, ja, fahrt weiter. Also es ist echt, wir wollen uns gar nicht darüber so aufregen. Wir wundern uns einfach nur und wollen erklären, warum wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten. Weil wir halt einfach ein bisschen verwirrt sind, was jetzt gefährlich ist, was nicht, was jetzt mit dieser Eskorte ist, wann wir eskortiert werden müssen, wann nicht und so. Und die machen das ja auch so ein bisschen, wie es ihnen gerade gefällt einfach. Jetzt sind wir hier in so einer Gegend, wo es so ganz viele Sandstürme, so Tornados gibt. Wirbelstürme. Voll krass. Ja, die sind überall. Oh je, es kommt immer näher. Oh yeah. Gleich fliegen wir hoch. Fall! Oh je. Das ist echt voll groß. Oh Gott. Ah. Boah, das war knapp. Ja. Sind wir hier in so einer richtigen Sandwüste gelandet. Okay, da waren wir natürlich auf dem Hinweg auch schon mal. Aber trotzdem cool. Voll die Dünen überall. Aber keine Kamele oder so. So, jetzt sind wir quasi da. Wir sind jetzt in Dalbandin. Das ist so auf der Hälfte zwischen Quetta und der Grenze. Und wir sind eigentlich ziemlich gut durchgekommen. Wir sind, glaube ich, so 8 Stunden unterwegs gewesen für die 350 Kilometer. Ja, ist noch gar nicht dunkel. Wir hatten gedacht, okay, vielleicht wird es knapp, dass wir gerade so im Hellen ankommen, aber alles gut gelaufen. So, wir nutzen dann jetzt nochmal die Chance zu tanken. Und wir haben mal gefragt, ob wir hier iranischen Diesel bekommen, weil wir haben die ganze Zeit diese
Autos gesehen. Und jetzt sind wir tatsächlich an so einer normalen Tankstelle. Und hier kostet der Diesel statt 330 Rupees nur 215 Rupees. Da sparen wir mal locker. Wie viel sind denn das? 10 Euro oder? Keine Ahnung. Mehr sogar vielleicht. Weil dafür können wir nochmal hier einkaufen. Ja, dafür haben wir dann umso mehr Geld über und können noch mal fett einkaufen gehen. Oder an der Grenze Leute für die Ausreise bestechen. Ah ja, oder Bestechung, genau. Was ist das denn? Das sieht ja fancy aus. Ist das hier so ein Malibu Beach House? Toll. So, jetzt sind wir angekommen bei der Polizeistation, wo wir heute Nacht übernachten werden. Es ist eine andere als letztes Mal in Dalbadin, aber sieht echt voll gemütlich und voll okay aus. Die haben uns jetzt auch 10-mal den VIP Chief Room angeboten, aber wir haben gesagt, wir schlafen im Van. Und ja, ich glaube, es geht. Also voll okay. Das ist der VIP Room. Diese Liege. Scherz. Jetzt haben wir uns allerdings ausgeschlossen. Vorhin waren wieder so Leute, die versucht haben, die Tür aufzumachen und so. Das ist immer ein bisschen nervig, weil das wollen wir halt nicht. Ich meine, es ist unser privates Zuhause. Und dann kommen die immer einfach rein. Und deswegen, manchmal von drin können wir das auch machen, aber manchmal klappt das nicht. Und jetzt, dann haben wir es von außen abgeschlossen. Und jetzt haben wir aber natürlich die Türen zugemacht. Ach so. Sieht alles gut aus. Unser Ölleck hält. Motor, ja. Wenn Wasser was rausläuft. Das einzig Komische ist, dass mit diesem neuen Thermostat, also irgendwie, entweder stimmt die Temperaturanzeige nicht, aber ich meine, wir haben es jetzt ausgetauscht und seitdem ist das irgendwie anders. Weil jetzt war ganze Zeit, das Maximum war mal 70 Grad oder knapp vielleicht nur 65 Grad auf der Anzeige. Und normal ist halt 80 Grad bei dem Motor. Fühlt sich schon heiß an und normal. Naja, aber es fährt alles super, nichts Komisches. Müssen wir nur mal putzen. Ja. Ganzen Ölflecken. Guten Morgen. Wir haben ganz gut geschlafen. Es war richtig ruhig. Wir waren auch super müde und voll lustig. Die Polizisten hier haben draußen auf diesen Liegen geschlafen mit so einem Moskitonetz drüber. Und ich wollte euch auch mal hier die Toilette zeigen, so eine typisch pakistanische Toilette. Ich weiß gar nicht, das haben wir nämlich, glaube ich, noch nicht gemacht. Ja, meist fängt es an mit einem Wassertank auf dem Dach. Und dann hat man so einen kleinen Raum mit einem Loch, Wasserhahn und diesen lustigen Kannen. Ja, und die Toiletten heißen hier übrigens Washroom. Das verstehen eigentlich immer alle. Also sonst sagt man im Englischen ja auch oft Bathroom oder Restroom, aber hier halt Washroom. Und was halt eigentlich immer nicht gibt, ist Toilettenpapier. Also man kann welches in Geschäften kaufen, aber wenn, dann muss man sich das wohl selbst mitbringen. Und was es auch nicht gibt, ist ein Waschbecken mit Seife, was ein bisschen komisch ist, weil alle geben auch einem immer die Hand überall. Und ja, da muss man halt ein bisschen aufpassen mit Lebensmittelvergiftung oder ja, sich einfach öfter mal die Hände waschen. Für uns geht es heute wahrscheinlich so 9:30 Uhr weiter, haben sie gesagt. Sie müssen mit ihrem Auto noch mal kurz in eine Werkstatt. Und wir glauben auch, dass das hier die Station ist, wo dieser portugiesische Backpacker und der polnische Radfahrer für 3 Tage festhingen, weil es irgendwie kein Auto gab, was sie weitergebracht hat. Und das nächste Stück waren halt irgendwie über 100 Kilometer. Und wenn die jetzt auch in die Werkstatt müssen und so, dann war es wahrscheinlich kaputt. Ja, und wenn man dann, also wir dürfen jetzt hier auch nicht, das ist halt auch so, ne? Wir dürfen jetzt hier nicht einfach rausgehen und mal irgendwie was einkaufen, was essen gehen, was auch immer. Man ist halt echt wie so, naja, nicht ein ganzen Gefangener, aber ja, man darf sich einfach nicht frei bewegen. Wenn wir irgendwas brauchen, dann müssen wir das jetzt sagen. Die würden das irgendwie organisieren, uns irgendwas einzukaufen. Dann hingen die hier irgendwie 3 Tage lang fest und deswegen waren die auch so richtig genervt schon von dieser Eskorte. Naja. Wir frühstücken jetzt schnell und dann geht es für uns hoffentlich bald weiter und dann schaffen wir es heute bis zur Grenze. Ich weiß nicht, ob wir es auch über die Grenze schaffen, das wird vielleicht ein bisschen knapp. Und der Wachhund ist auch schon wieder unterwegs. Uiuiui. Was sollen wir sagen? Wir sind begeistert. Sie haben gesagt, zwischen 9 und 9:30 Uhr kommen sie. Und es ist 9:30 Uhr und sie sind da und haben uns abgeholt. Wir wollen ja nicht nur rummeckern, sondern auch deutlich machen, wenn was gut läuft und wir uns darüber freuen. Und die Kommunikation mit dem einen Typen ist einfach voll gut. Der erklärt einfach, was Sache ist und so. Mega.
Hallo Kamele. Tja, außer Benzin und Diesel schmuggeln gibt es hier in dieser Gegend nicht viel. Noch mehr Kamele. Hallo. Hallo. Wie die eine mal angucken will. So, damit haben wir jetzt Taftern erreicht, die Grenzstadt. Wir haben 5 Stunden für die 300 Kilometer gebraucht. Gut, es gab dann natürlich auch kurze Pausen beim Wechseln und so, aber voll in Ordnung. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier sicher aus diesem Land rauskommen. Weil unsere Visasituation und bla ist ja auch ein ganz schönes Drama. Oh ja. Soll ich nochmal mit unserem letzten Geld einkaufen? Das ist eigentlich immer ein Highlight am Ende, wenn man ausreist. Hier haben wir einen Sack Kaltgetränke. Und dann, ich hatte jetzt nicht so viel Zeit. Ich war ein bisschen panisch und habe jetzt einfach irgendwas gekauft. Habe ich sogar vergessen, ich wollte eigentlich nur Brot kaufen, aber dann am Ende hatte ich kein Geld mehr. Unsere letzten 10 Euro. Irgendwelche Chips, Mango-Drink, Tomatensoße und Pasta. Hoffentlich ist die gut. Margarine, Kuchen, Kekse. Was ist das denn? Ah, hier dieses krümelige Soja. Ja, für Bolognese. Noch mehr Kekse, noch mehr Chips. Okay. Das ist alles.